Willkommen auf einer Reise in die Geschichte des römischen Deutschland. Heute besuchen wir Regomagus, das römische Remagen, das einst als strategischer Ort am Rhein eine zentrale Rolle spielte. Die Geschichte von Regomagus ist eng mit der Expansion des römischen Imperiums Richtung Norden verbunden. Der Name leitet sich von den keltischen Wörtern Rix für König und Magos für Feld ab, was so viel wie Königsfeld bedeutet. Regomagus entstand um die Zeitenwende unter Kaiser Augustus und damit früher als lange angenommen. Neu ausgewertete Grabungen zeigen, hier handelte es sich nicht, wie vermutet, um eine keltische Vorgängersiedlung, sondern um eine römische Neugründung. Der Standort war kein Zufall. Remagen liegt an einer Engstelle des Rheintals, direkt an der römischen Rheinstraße zwischen Köln und Mainz. Als sogenanntes Sperrkastell diente es über Jahrhunderte der Kontrolle einer der wichtigsten Heeres- und Handelsrouten des Imperiums und der Sicherung der Reichsgrenze am sogenannten Nassen Limes. Heute ist das römische Kastell fast vollständig überbaut. Doch wer genau hinsieht, entdeckt seine Spuren noch immer. Die fächerförmigen Grundstücksgrenzen, der Verlauf von Kirchstraße und Neipengasse, sie folgen den römischen Straßenachsen. Einzelne Mauerreste hinter dem Rathaus oder unterhalb der Kirche können noch heute bewundert werden. Unter Kaiser Tiberius entsteht ein größeres Holz-Erde-Kastell mit Wall und Graben, ein klassischer Grenzposten des Imperiums. Im Battaver Aufstand 69/70 nach Christus geht die Anlage in Flammen auf und wird als steinernes Kastell wieder aufgebaut mit Stabsgebäude, Kommandantenhaus und Werkstätten. Östlich des Kastells, im Bereich Marktstraße und Alte Straße, breitet sich damals der Vicus aus, ein Lagerdorf mit Tavernen, Werkstätten und Wohnhäusern. Weiter östlich schließen sich große Gräberfelder an. Als das Römische Reich ab dem 3. Jahrhundert unter Druck gerät, wird Remagen erneut befestigt. Die Mauern werden verstärkt, ein Badegebäude und Wohnhäuser mit Fußbodenheizung zeugen von erstaunlichem Komfort, selbst in Krisenzeiten. All diese Erkenntnisse laufen heute im Römischen Museum zusammen. Hier steht man buchstäblich auf römischen Fundamenten. Im Keller sind die Säulenbasen des Stabsgebäudes der Principia aus dem 2. Jahrhundert erhalten. Das Museum erzählt die Geschichte von Regomagus anhand von Münzen, Töpferware, Alltagsgegenständen, Skulpturen und Gräbern und macht verständlich, warum Remagen ein zentraler Ort am niedergermanischen Limes war, der heute sogar als UNESCO-Welterbe anerkannt ist. Ein antikes Kastell, ein kleines, aber sehr feines Museum, die spektakuläre Rheinlandschaft und Geschichte, die man sehen und erleben kann. Remagen ist definitiv eine Reise wert.